SWR1 Leute Night, der Radiotalk im SWR-Fernsehen. SWR1 Rheinland-Pfalz und in Leute zu Gast ist Michael Patrick Kelly. Als Paddy Kelly hat er zusammen mit der Kelly Family über 20 Millionen Alben verkauft. Reihenweise fielen bei seinen Konzerten die Mädels in Ohnmacht. Und dann hat er sich ins Kloster zurückgezogen, 6 Jahre als Mönch gelebt und jetzt all seine Energie in ein neues Album gesteckt. Human heißt es. Herzlich willkommen, Michael Patrick Kelly. Freut mich, hier zu sein. Danke. Wie fühlt es sich nach all den Jahren an, wieder ein neues Album zu haben? Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich wirklich gut an. Es ist einfach meine zweite Natur. Ich bin in einer singenden Familie groß geworden und auch wenn es in meinem Leben ein bisschen manchmal nach Zickzack aussieht, bin ich also mein roter Faden ist einfach die Suche. Ich bin ein suchender Mensch und ich glaube, viele Künstler haben einfach Sehnsüchte, die manchmal in Wege führen, die sehr anders sind. Und aber die Musik war immer, ja, ich sag mal, meine Berufung. Und wenn man seine Berufung nachgeht, dann ist man auch in dem erfüllt und glücklich und so geht's mir mit diesem Album. Sie haben das Album ja nicht unter dem Namen Paddy veröffentlicht, unter dem Sie als Mitglied der Kelly Family bekannt wurden, sondern unter Ihrem echten Namen Michael Patrick Kelly. Warum haben Sie nicht Paddy genommen? Unter dem Namen haben Sie Weltkarriere gemacht. Das wäre ja quasi schon mal eine Vorschusslorbeere gewesen. Es stimmt. Also kommerziell gesehen wäre es vielleicht klüger gewesen, bei der Marke, sag ich mal, zu bleiben, die viele mit mir verbinden. Oder auch ein Foto aufs Cover zu packen, der vielleicht mehr Retuschierarbeit hätte. Aber es war mir wichtig, mit diesem Album den Menschen so authentisch und ehrlich und echt und unretuschiert wie möglich zu präsentieren. Und meine Eltern haben mich als Baby Michael Patrick genannt. Das wird eines Tages auch wahrscheinlich auf meinem Grabstein so stehen. Und mit diesem, würde ich sagen, 3. Kapitel meines Lebens, der jetzt gerade aufgeht, fiel es mir wie den natürlichen Schritt, einfach zu seinem eigentlichen Namen zurückzukehren. Also wir haben es ja nicht mit einer Namensänderung oder man erfindet irgendein PR-Gag, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erlangen, sondern mir ging es wirklich darum, das Menschliche in so echt es ging, einfach zu präsentieren. Was macht Ihnen eigentlich mehr Spaß, an einem Album zu arbeiten oder wirklich live auf der Bühne zu stehen? Unterschiedlich. Also ich bin in gewisser Weise, wie Sie schon sagten, auf der Bühne groß geworden. Es ist wie mein zweites Wohnzimmer, die Bühne. Und ich finde, Musik gehört nicht irgendwie in der Dusche. Ja, es ist etwas, was vor Publikum passieren muss. Manchmal ist es besser, wenn es unter der Dusche bleibt. Das stimmt. Oh, Verzeihung. Aber gute Musik sollte man nach außen transportieren. Ja. Und also ich blühe auf der Bühne und da passiert ein Klick bei mir. Deshalb ist es für die kreative Arbeit spannender, ohne Publikum Songs zu schreiben, also zu Hause oder im Studio. Aber für mich ist die Krönung schon das Live-Performen. Ja, weil man auch ein direktes Feedback bekommt. Absolut, einfach. Ja. An das erste Mal, als Sie auf der Bühne waren im zarten Alter von 10 Tagen, erinnern Sie sich vermutlich nicht mehr. Was sind die frühesten Erinnerungen, die Sie an das ungewöhnliche Leben in der Kelly Family mit Ihren ständigen Reisen und Auftritten haben? Das ist eine gute Frage. Also was ich auf jeden Fall als Lebensgefühl mitbekommen habe, ist ein sehr starker Zusammenhalt. Wir haben ja in relativ bescheidenen Verhältnissen gelebt, später mit dem großen Erfolg dann auch teilweise in einer gewissen Dekadenz, also im Schloss, das war schon sehr luxuriös. Aber die ersten Jahre, wo es nicht so, sag ich mal, vom Erfolg her so riesig war ein toller Zusammenhalt. Also von den Eltern hat man eine sehr starke Einheit gespürt im Paar. Und das hat sich auf uns Kindern, glaube ich, auch übertragen. Wir haben ein sehr alternatives Leben geführt. Ich meine, in Doppeldeckerbussen oder in Schiffen zu leben und dann diverse Kulturen zu begegnen, Sprachen zu lernen. Das war
alles lange vor der EU, ja, man braucht ja noch ein Visa, um nach Holland zu gehen, ja, also das ist schon sehr spannende Zeit und in gewisser Weise ist das auch ein bisschen the American Dream made in Europe, also von der Straße zu den Stadien und ich bin in einem Campingwagen geboren und mit Anfang 20 lebte ich in einem Schloss und das sind einfach Extreme, die prägen einen total. War Ihnen als Kind denn so bewusst, dass Sie ein komplett anderes Leben führen als andere Kinder? Erst in der Begegnung mit anderen Kindern, weil wir gemerkt haben, gut, vor 2 taucht ja keiner auf, weil die alle in die Schule gehen. Und wir hatten natürlich auch unser Homeschooling-System. Ihr Vater war ja Lehrer. Mein Vater war Lehrer und in den USA war diese Bewegung schon verbreitet. In Europa ist es mittlerweile in vielen Ländern so, dass man dieses Homeschooling machen darf. In Deutschland glaube ich noch nicht. Oder wenn man zum Beispiel weggereist ist, ja, dann knüpft man so eine Freundschaft über ein halbes Jahr und dann zack, am nächsten Tag fährt man weiter. Und damals gab es kein WhatsApp oder E-Mail. Also, ja. Ist der Kontakt abgebrochen. Ne? Genau. Würden Sie denn sagen, diese Kindheit mit dem ständigen Rumreisen war insgesamt was ganz Tolles oder haben Sie irgendwas vermisst? Also ich würde sagen, insgesamt war das was ganz Tolles. Ich glaube, dass meine älteren Geschwister es härter hatten. Also vor allem nach dem Tod der Mutter. Das war natürlich nicht so schön. Da waren Sie selber 5, ne? Genau. Also das war ein sehr harter Schlag für die ganze Familie. Und ich denke vor allem für meinen Vater. Also man macht sich über seine Eltern oft kritische Gedanken, aber wenn man dann selber vielleicht, also ich habe noch keine Kinder, aber wenn ich meine Geschwister sehe, wie die auf einmal über die Eltern schwärmen und sagen, boah, wie haben die das gemacht mit den 12 Kindern und wir schaffen es gerade mal mit 3 irgendwie die Nerven nicht zu verlieren und also es ist schon ich sehe alles als ein Geschenk. Natürlich, nobody's perfect und kein Leben ist picobello. Aber im Großen und Ganzen würde ich es nicht tauschen wollen. Der Song, mit dem die Kelly Family berühmt wurde, ein Angel. Sie haben dieses Lied damals komponiert und sind damals mit der Kelly Family mit diesem Lied groß rausgekommen. Wie hat sich Ihr Leben dadurch verändert? Also wir hatten schon einen ziemlich starken Underground-Erfolg erreicht vor diesem Lied. Aber ich glaube, in der 3. Woche ist das Album dann Top 10 gegangen und dann haben wir gemerkt, gut, das ist jetzt nicht mehr, wie es mal war. Also wir mussten, damals spielten wir in so Zirkuszelte und da gingen schon 3000 Leute rein, also es war schon amtlich. Und dann hatten wir in Bochum eine Erfahrung auf dem Zirkuszeltplatz da, auf dem Kirmesplatz, ich weiß gar nicht, wie der hieß, jedenfalls standen auf einmal 10.000 Leute vor dem Zelt, weil es war ja nur Abendkasse, also keine Vorverkaufgeschichten. Und die wollten alle rein. Und da war aber nur Platz für 1/3 und dann kam die Polizei und Feuerwehr und Sanitäter, weil die den Zelt gestürmt haben und es musste alles abgebrochen werden und wurde die Bühne nach draußen verlegt und wir haben dann etwas verspätet, so ich glaube 2 Stunden später, ein Open-Air-Konzert gegeben. Ja, etwas verspätet, genau. Kam dann die Fernseh vorbei und dann war das in den Nachrichten, Kellys werden gestürmt. Ja, genau. Und dann wussten wir, okay, die Zeltzeit ist vorbei, jetzt müssen wir in die Sporthallen und es ist, ich glaube, das Komischste für mich war, erkannt zu werden. Also wenn man so auf die Straße oder am Bahnhof oder irgendwo unterwegs war und dann sieht man, wie so Teenager-Mädchen so anfangen zu zittern oder zu schreien. Dann denkt man so, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, also komisch. Ja, oder richtig, Sie waren ja damals 15, 16, also ja. in der Pubertät muss ja einfach ein großartiges Gefühl sein, wenn plötzlich alle Mädchen kreischen, wenn sie einem sehen. Ja, also klar, natürlich ist man als Junge geschmeichelt, aber wenn es dann so viel ist, also wenn da so eine Art Massenhysterie stattfindet, da kann man auch ein bisschen Schiss kriegen. Also das ist, ich musste ein paar Mal meine Haare reinstecken, weil die haben teilweise wirklich, ich weiß nicht, ein Haar haben wollen und dann daran gezogen. Hey, es ist schon manchmal
Also die Bodyguards waren teilweise wirklich nötig. Also Sie konnten ohne Bodyguards quasi gar nicht mehr sich bewegen. Ja, sie haben mein Body geguardet. Ab dem 19. Lebensjahr waren Sie dann ja sowas wie der musikalische Leiter der Bands. Songs wie Fell in Love with an Alien oder One More Song, die stammen aus dieser Zeit. Irgendwann sind Sie dann bei Plattenaufnahmen zusammengebrochen. Haben Sie im Nachhinein eine Erklärung dafür, wieso das passiert ist? Ich glaube, das ist einfach ein Burnout. Also man sieht es ja auch an vielen Kollegen, die vielleicht nicht diesen Zusammenhalt der Familie hatten, was in gewisser Weise auch ein guter Schutz war für mich. Oder sagen wir es mal so, der Druck war dann nicht auf einer Person. Aber Sie waren schon auch sehr herausgehoben von der Bravo damals zum Beispiel, ne? Ja, also ich und mein jüngerer Bruder, standen oft im Rampenlicht, ja, das ist wahr. Ich denke, viele Künstler haben eine sensible Ader und manche Erfahrungen sind einfach too much, also von der Aufmerksamkeit, die man bekommt, kann man nicht so leicht mit umgehen. Das ist, glaube ich, für niemand wirklich gesund, von heute auf morgen Superstar zu werden. Das ist ähnlich wie Lotto-Millionäre, ja, die können, gibt's wirklich ein Vorher und ein Nachher, dann merkt man, wie dieses Geld den eigentlich in vielen Fällen das Leben zerstört hat. Und so ist es, glaube ich, auch mit berühmt sein. Also man muss sehr aufpassen. Ich finde es einerseits toll, dass es so Sendungen gibt, wo Talente endlich mal Aufmerksamkeit bekommen. Also ein Künstler wie Gregor Meile, den ich letztens kennengelernt habe, hat ja durch diese Stefan Raab-Sendung erstmal, sag ich mal, seine Musik ein breites Publikum bringen können oder durch den Sing My Song, Tauschkonzert-Ding mit Xavier Naidoo und so. Und da denke ich, super, aber der ist auch ein reifer, gewordener Mensch. Also der hat geschuftet und Jahre gespielt. Wenn man als Teenager von heute auf morgen, ich denke jetzt so zum Beispiel Justin Bieber oder so, da macht man sich schon Sorgen, ob das langfristig gut geht. Und ich habe meine Krise Gott sei Dank gut überstanden und habe meine Lehren auch draus gezogen. Sie haben sich damals wirklich gefragt, was ist mit mir los? Lebe ich so, wie ich leben will? Ja, also ich habe mir viele Fragen gestellt über der Sinn des Lebens. Ja, wir verbinden oft, wenn man jetzt junge Menschen fragen würde, was willst du denn werden, dann würden viele sagen Superstar. Und ob jetzt als Model, als Sänger, Schauspieler, Sportler, weil das in gewisser Weise das Symbol von Glück ist. Ja, da hast du keine Sorgen über deine Rechnung, die du zahlen musst, oder ist auch teilweise wahr. Aber für mich war das nicht der Fall. Ich habe gemerkt, dass wahres, vollkommenes Glück ist nicht in materiellen Dingen wirklich zu finden, auch wenn es einen Komfort geben kann. Es muss ein Mehr geben, der den Menschen erfüllt. Und dieses Mehr bin ich dann in dieser Klosterzeit dann auch nachgegangen. Sie waren katholisch getauft, waren aber nicht besonders religiös zu dem Zeitpunkt, haben dann angefangen, sich mit Religionen zu beschäftigen. Mit welchen Religionen haben Sie sich beschäftigt? Also ich habe ein bisschen mich mit dem Koran auseinandergesetzt, natürlich eine englische Übersetzung. Ein Freund von mir ist Chinese und kannte sich mit den asiatischen Philosophien ganz gut aus, ob es Konfuzius ist oder Lao Tse, und habe mich aber in der Bibel, also dem Neuen Testament, irgendwie am meisten angesprochen gefühlt, also am zuhausesten, und habe diesen Weg dann intensiver, also bin ich den Weg nachgegangen. Mhm. Es ging Ihnen ja dann unabhängig von dem Zusammenbruch, den Sie hatten, auch psychisch eine Zeit lang wirklich nicht gut. Sie haben schon offen in Interviews erzählt, dass Sie sogar Suizidgedanken hatten. Wie konkret war das damals? Also darüber habe ich vor, ich glaube, 3 Jahren ausführlich gesprochen. Ich will das nicht nochmal rausholen. Es ist, glaube ich, bei vielen Künstlern vorhanden. Also dass es wirklich so weit geht, dass man nicht mehr leben will, oder so eine Art Depression oder Krise oder was auch immer, wie man es nennen will. Ein seelisches Leid könnte man es vielleicht nennen. Und
da fällt einfach so eine Art Kartenhaus zusammen und man weiß nicht mehr, wo man anfangen soll. Wie es weitergehen soll. Genau. Und es ist verrückt, weil ich habe durch diese Krise auch später leider einen Freund der Familie verloren, und da habe ich auch mit meinem Bruder Joey einen Song geschrieben, das hieß Flip a Coin, und da haben wir so eine Aktion gemacht, wo Leute auch anrufen konnten, die vielleicht ähnliche Gedanken hatten, und da haben tatsächlich einige Therapien angefangen durch dieses Videoclip, und dann habe ich festgestellt, dass es verrückte Zahlen gibt von jungen Menschen, die sich tatsächlich das Leben nehmen. Und das Schönste, was ich je als Feedback bekommen habe als Musiker, ist ein Brief von einer jungen Frau, die mir gesagt hat, dass sie kurz davor war, sich das Leben zu nehmen, und dadurch, dass ein Song von mir lief, also ein Song, der heißt Hope, hat sich dann nichts getan. Und das ist für mich es ist mehr wert als egal welche goldene Platten oder was weiß ich mir geboten wären. Das ist dann, ja, das kann man gar nicht als Künstler, soll ich sagen, steuern. Nein. Das liegt nicht in einer Hand. Also man ist da wirklich in dem Moment ein privilegiertes Instrument. Und ja. Sie selbst waren 22. Da sind Sie 1999 nach Lourdes gereist. Eine Pilgerreise, die für Sie eine ganz große Bedeutung bekommen sollte. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, nach Lourdes zu pilgern? Ich habe da so eine Doku im Fernsehen gesehen, und erst dachte ich, was ist das für ein Quatsch mit Marienerscheinungen und die ganzen Omas, die ihre Rosenkränze abbeten, das soll ich denn da, ja, aber interessanterweise hat mich das wie ein Magnet einfach hingezogen. Ich dachte so, hey, das Wenigste, was du kriegen würdest, ist ein paar Tage in ein Land, wo dich keiner kennt, und wer weiß, vielleicht tut's mal gut, mal was anderes zu sehen. Und ich habe da keine jetzt großen Ekstasen oder Visionen gehabt, aber es war für mich ein sehr wichtiger Moment im Glaubensleben, weil ich einen Frieden gespürt habe, den ich sonst nirgendwo in der Art erfahren hatte. Und das hat für mich in gewisser Weise auch so ein Licht gegeben in meinen Tunnel. Und aber ich bin auch ein sehr, wie soll ich sagen, skeptischer, fragender, gläubiger Mensch. Also ich möchte nicht so irgendwelche Illusionen oder irgendwelche Fantasiewelten nachgehen, weil als Künstler hat man so eine sehr kreative Vorstellungskraft. Und da muss ich nicht mit kämpfen, aber oft versuche ich meinen Glauben so rein, wie es geht, zu halten, indem ich nicht irgendwelche Projektionen oder was weiß ich mir also erfinde. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man ein gläubiger Mensch ist, dann muss man ständig hinterfragen, ständig suchen, sonst ist das dummes Glauben für mein Empfinden. Mhm. Sie haben ja dann später nach Lourdes auch Ihr erstes Soloalbum gemacht. Ja. Das auch durchaus erfolgreich war. Hatte sich denn Ihre Musik verändert durch diese Erfahrung, die Sie dort gemacht haben? In gewisser Weise schon. Ich denke, jeder Künstler kann es nicht lassen, das, was er erfährt, durch Musikwerke auszudrücken. Ich denke an meine Vorbilder wie Bob Dylan, der hat ja auch seine Spiritual Conversion erfahren, und dann hat er irgendwie, glaube ich, 2 Platten gemacht, wo Glaubensthemen viel präsenter waren. Das ist in mein erstes Album auch teilweise der Fall. Es war aber für mich mehr so ein Side-Project, weil ich ja mit der Family noch hauptsächlich unterwegs war. Und deswegen sehe ich das aktuelle Album als das erste wirkliche solo-gehende Album. Nach Ihrer langjährigen Karriere mit der Kelly Family und Ihrem Album, das Sie damals 2003 alleine gemacht haben, kam kurz darauf für Ihre Fans eine Riesenüberraschung. Sie haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und aus Paddy Kelly wurde Bruder John Paul Mary. Sie sind ins Kloster eingetreten. Das war schon eine sehr radikale Abkehr von Ihrem bisherigen Leben. Was hat Sie dazu bewogen? Man muss sich das so vorstellen, ich habe mit meinen Geschwistern irgendwie 200 Konzerte im Jahr gegeben. Wir hatten Verträge auf dem Tisch, die unterschrieben werden sollten für Japan, USA und
wir hatten auch alle unsere Träume erfüllt, ja, und irgendwie hatte ich Sehnsucht nach mehr und dieses Mehr nicht im Sinne von noch mehr Platten, noch mehr Konzerte, sondern ja, eine Sehnsucht nach einem Glück, nach einem Sinn, den ich bislang nicht gefunden hatte in allen diesen Träumen und Dingen, die Sie erleben durften. Genau. Ja. Und das war nicht wenig. Also das ist, das, was mich dann auch dazu bewegt hat, meinen Geschwistern zu sagen, Leute, ich brauche jetzt ein Timeout, eine unbefristete Zeit. Ich wusste nicht, ob es 3 Monate sein wird, 3 Jahre, keine Ahnung. Es gibt ja genügend Künstler, die auch für ein halbes Jahr mal nach Indien abhauen oder keine Ahnung. Wie haben Ihre Geschwister reagiert? Teilweise waren sie sehr, also fast neidisch, so, oh, das würde ich mir auch gerne wünschen, jetzt leisten zu können, einfach auszusteigen. Und teilweise waren sie dagegen. Also mein Bruder Joey, der hat mich nicht einmal im Kloster besucht. Aber als ich dann wieder zurückkam, war da der Erste, der angerufen hat, so, brauchst du was? Soll ich dir ein Auto besorgen? Brauchst du irgendwie Startkapital oder eine Gitarre oder so? Und, also in der Hinsicht muss man sagen, ist ja schon cool. Es gibt ja unzählige Ordensgemeinschaften. Sie sind in die Gemeinschaft vom Heiligen Johannes eingetreten. Wie sind Sie ausgerechnet auf diesen Orden gekommen? Also ich habe mir verschiedene Orden angeschaut. Ich war auch in Indien, in Kalkutta. Da gibt's ja den männlichen Zweig von Mutter Theresas Ordensschwestern. Und dann war ich in Frankreich, in so einem Benediktinerkloster. Ich war auch in England. Da gibt's die Franciscans of the Bronx. Also das sind diese bärtigen Jungs, die in den Ghettos dieser Welt Liebe streuen, also sehr beeindruckende Mönche und Priester. Und aber dieser eine Orden, der hat mir einfach am meisten sozusagen zugesprochen, weil ich viele Fragen hatte. Also ich wollte nicht einfach so jetzt aussteigen oder abhauen oder unverantwortlich so allen und alles den Rücken kehren, sondern ich wollte Antworten für meine Fragen. Und dadurch, dass es eine sehr starke Philosophie- und Theologiestudium gab, konnte ich diese Fragen auch beantworten. Und es waren auch viele junge Kerle dabei, auch Jungs, die, sag ich mal, sehr erfolgreich waren. Also als Anwälte, als Ingenieure. Ich bin teilweise, also eines Tages saß ich zu Tisch und der Mönch neben mir sagt, hey, ich habe gehört, dass du so ein berühmter Sänger bist und so. Und ich sag, ja, nicht so laut. Ich sag, ach, weißt du, ich war auch einer. Und ich sag, wie? Ja, ich habe mit den Rolling Stones TV-Shows gehabt und 5000er Hallen gefüllt. Und ich so, oh, abgefahren. Und dann bin ich einen anderen begegnet, der war auch irgendwie Millionär und hatte seinen Privathubschrauber und irgendwie hätte er so eine ganz starke Gotteserfahrung gemacht und hat alles liegen gelassen, also wie Franz von Assisi, ja, um Mönch zu werden. Und dann denkst du so, okay, du bist jetzt nicht der einzige bunte Vogel in diesem Kloster. Ja, scheint so. Wie hat man sich denn das Leben in diesem Kloster vorzustellen? Gab es da eine strikte Tageseinteilung? Ja, also das erste ist für mich sehr schwer gewesen, und zwar um 6 Uhr morgens aufzustehen. Als Musiker ist das für mich ein No-Go. Bei mir geht gar nichts vor 9 oder 10 Uhr. Und dann wird erstmal so eine Stunde 15 gebetet, davon eine Dreiviertelstunde in Stille, und dann gibt's die Psalmen, die werden laut gesungen, und dann gibt es also insgesamt 4-5 Stunden Gebet pro Tag, 3 Mahlzeiten und dann auch Studien, also 4-5 Stunden Unterricht und natürlich auch manuelle Arbeit. Und ich war zum Beispiel der Müllmann. Ich habe Trennmüll eingeführt, weil ja, vielleicht war ich schon etwas verdeutscht worden in der Zwischenzeit. Und die haben alles in einen Topf reingeschmissen. Hey, nee, Moment, Papier hier und Plastik da. Und dann habe ich auch in der Töpferei gearbeitet, oder ich habe Sandale und Gürtel, also alles, was Lederarbeit betrifft, habe ich auch gemacht. Also Sie sind jetzt universell einsetzbar. Ich glaube, die haben mir einfach die Kreativität in mir gesehen und gesagt, gut, der kann aus irgendwas etwas machen, und deswegen soll er aus dem Müll was machen. Sie mussten ja Armut, Keuschheit, Enthaltsamkeit geloben, die Gelübde.
Armut waren Sie ja nun nicht mehr gewohnt von der Kelly Family. Sie hatten vorher im Luxus gelebt. Haben Sie was vermisst? Manchmal schon, also manchmal im Winter hätte man sich eine bessere Heizung gewünscht oder zum Essen vielleicht eher etwas, was einen, ich meine, in Frankreich wird sehr viel Käse gegessen, also unfassbar viel Käse und irgendwann hatte ich die Schnauze voll von Käse. Kann ich mal so ein Irish Stew bekommen, bitte? Also, oder abends, wenn man jetzt nach dem Abendessen Kartoffelschälen war, dann dachte man so, 8 Uhr, ich könnte jetzt mit meinen Geschwistern in Oberhausen vor 5000 Leuten spielen. Was mache ich hier eigentlich? Also solche Momente gab's ganz klar. Aber das Reichtum, was man auf der spirituellen Ebene erfährt, ist, das ist es wert, auf das zu verzichten. Also das ist das, was Jesus sagt. Ihr werdet das 100-fache bekommen und dieses 100-fache habe ich nicht als materielles, also 100 Häuser oder 100 was weiß ich, sondern als die Nähe zu der unsichtbaren Gegenwart Gottes und das kann man mit nichts bezahlen. Wie war das mit Gehorsam? Wegen was mussten Sie quasi, oder wie frei waren Sie in dem, was Sie machen durften? Also frei war ich in dem Sinne, dass ich mich frei dazu entschlossen hatte, so ein Leben zu führen und mich gewissen Regeln unterzuordnen. Und die erste ist die Glocke. Also wenn man zum Beispiel morgens um 10 Uhr irgendwie so eine tolle Inspiration für so ein Lied hatte und dann doing, 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 leuchtet die Kapelle, dann musst du da hin und denkst, oh nee, ich würde jetzt einfach mal am liebsten hier bleiben und an diesen Song zu Ende schreiben. Das ist für einen Künstler natürlich der Killer, ja. Aber dann denkst du, warum bin ich hier? Ja, weil es vielleicht doch Wichtigeres gibt, mit dem ich mich noch nicht ganz zu Ende auseinandergesetzt habe. Also verzichte ich jetzt auf diesen Hit. Man kann ihn ja auch im Gottesdienst weiterspinnen, gedanklich. Genau. Vielleicht kommt da noch die richtige Inspiration. Aber Sie haben also auch in der Zeit im Kloster durchaus Musik gemacht. Ja klar, also ich habe sonntags habe ich mich austoben dürfen und zwar habe ich mir so einen Keller ausgesucht, ganz weit unten, wo mich keiner hört. Ich dachte gerade an der Kirchenorgel hätten Sie schon ausgetobt. Nee, so Orgelspieler bin ich nicht. Und manchmal, wenn man dann fertig war und so rausging, dann standen auf einmal vor der Tür so 4, 5 Mönche, die einfach gelauscht haben. Ja, das war süß. Und dann sagten die das irgendwie, hey, du musst doch auch irgendwie für uns mal was singen. Ja, und dann gab es schon mal die ein oder andere Occasion, wo man auch bisschen für Fun einfach ein paar Songs spielen konnte, zu Weihnachten, zu Ostern oder so. Und das war sehr, sehr spannend, ja. Sie haben lange Zeit gedacht, das Kloster, das wird meine Heimat für immer sein? Eine Zeit lang ja, weil ich so erfüllt war, also geistlich war ich sehr, sehr erfüllt in den ersten, ich würde sagen 3, 4 Jahren besonders. Und dann in den letzten 2 Jahren habe ich einfach mehr nachgedacht und irgendwann festgestellt, das ist nicht deine Lebensberufung. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du deine Antworten gefunden, jetzt hast du deinen Fels, auf den du dein Leben bauen kannst und go back to the music. Das ist deine Berufung und ich wurde auch relativ bald nach der Klosterzeit auch mit dem Geschenk meiner Frau beschenkt und das ist natürlich privat, da ist halt einfach ein Grundstein, der gelegt wurde und jetzt mit diesem Album Human ist beruflich auch dieses Grundstein gelegt für eine Zukunft. Ja, total und ich bin wirklich sehr happy, sehr glücklich. Ich brauche nicht mehr diese extremen Erfahrungen, um mich selbst zu spüren. Also ich habe jetzt meinen Frieden gefunden und wünsche mir, dass es einfach so bleibt, wie es ist und so lange, wie es geht. Haben Sie noch Kontakt zu den Mitbrüdern von damals? Ja klar. Also ich bin hin und wieder auch wieder in Klöstern für Einkehrtage, wenn ich merke, hey, die Batterien sind leer, jetzt brauchst du wieder ein bisschen Sprit, dann mache ich das oder man sieht sich auch und das ist in gewisser Weise auch wie eine zweite Familie geworden, also eine geistliche Familie. Sie haben es ja schon erwähnt. Es gab in Ihrem Leben nochmal eine Wende. Sie haben geheiratet. Joel Farré, jetzt Joel Kelly. Yes.
Ihre Jugendliebe war in der Presse zu lesen. Was heißt es konkret? Wie lange kannten Sie sich schon? Also das ist, ich gehöre nicht zu den Künstlern, die ihr Privatleben groß mit der Öffentlichkeit teilen. Ein bisschen habe ich, glaube ich, nachdem wir geheiratet haben, auch der Presse mitgeteilt. Es ist für mich in gewisser Weise ein wahr gewordener Traum. Es ist es gibt einen Song, das heißt Looking for Love, und das hatte ich mit 13, 14, glaube ich, für meine jetzige Frau damals geschrieben, weil sie mich nicht haben wollte und ich total verknallt war. Sie kannten Sie schon damals, mit 13, 14? Ja, doch. Und irgendwie habe ich das nicht verstanden. Was ist an mir falsch? Warum will die mich nicht? Und wo so viele sie wollten, ne? Ja, das war sehr schizophren. Und später, so über 20 Jahre später, ist das dann doch auch beiderseits sozusagen gefunkt und dann ist dieses Lied Rose of Jericho entstanden, und in Looking for Love gibt es so eine Textzeile: You won't let go of your soul, you won't let go of yourself. Und in The Rose of Jericho gibt es eine Zeile: Now you go letting go of your soul. Also es ist sozusagen ein Happy End. Natürlich könnte man es für die Medien, für die Boulevardmedien vor allem nicht schöner schreiben. Es ist wirklich so. Es ist ein Geschenk, und für mich ist es auch ein Geschenk, was eindeutig von oben kommt. Ihre Frau ist ja auch Religionsphilosophin. Die ist, glaube ich, auch sehr gläubig. Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem gemeinsamen Leben? Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil unseres Lebens. Und es ist schön, wenn man einen Partner hat, mit dem man sich über die wichtigsten Fragen des Lebens oder über ein gemeinsames Gebetsleben auch führen kann. Das ist einfach eine tolle Ergänzung. Also ich finde überhaupt die Ergänzung zwischen Mann und Frau so unglaublich faszinierend. Aber dann auch die spirituelle Ergänzung, weil jeder Mensch eine einzigartige Art zu denken und zu leben und zu glauben hat. Und wenn sich zwei dann finden, so wie Seelengeschwister sozusagen, dann ist das ein großes Glück, wirklich. Also so empfinde ich's. Wie stark sind Sie mit Ihrer Frau in die gesamte Kelly-Family eingebettet? Also gibt es da so riesen Familientreffen zum Beispiel? Also ich bin nach wie vor mit meinen Geschwistern befreundet, und wir haben regelmäßig Kontakt. Wir sehen uns, und vor allem zu privaten Anlässen. Und das ist schön, weil es geht dann nicht um Business oder um Band, sondern es geht um Family sein. Und das ist toll, auch von den Geschwistern, sage ich mal, eine ehrliche Meinung zu seinen Songs zu bekommen. Oder also das heißt, das Album haben Sie den Geschwistern auch schon vorher vorgespielt, vor der Veröffentlichung? Total, auch bevor die Platte fertig war, einfach um erste Feedbacks zu bekommen. Und ich weiß noch, wie Maite irgendwie das Lied Shake Away total cool fand. Oh, das ist ein tolles Lied, das musst du unbedingt rausbringen. Und die hat's ja nicht nötig, sowas zu sagen. Oder mein Bruder Jimmy hat letztens irgendwie auf Facebook mich geliked und gesagt, naja, ist nicht ganz so gut wie mein Zeug, aber hört euch das mal an. Das ist für Jimmy ein großes Kompliment. Ja. Sehr nett. Michael Patrick Kelly, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Album und Danke. auch privat alles Gute. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.